Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir eine Trainingsstunde machen, nämlich mit mir und der bezaubernden Nina. Nina. Nina ist meine Freundin und Nina hat tatsächlich wie oft schon Tennis gespielt? Zweimal. Zweimal, genau. Wir haben ein, zwei Videos schon mal gemacht mit ihr und seitdem ist auch nicht viel passiert. Aber heute habe ich die Vorstellung von dem Topspin Pro nochmal zum Anlass genommen, dass wir ein Trainingsvideo mal mit Nina machen. Und zwar geht es heute darum, Technik zu vermitteln. Und wir wollen uns heute auf den Topspin, auf den Vorwärtsdrall konzentrieren. Und ich möchte euch in einem Beispiel zeigen, wie ich ihr als blutige Anfängerin vermitteln kann, den Ball mit einer Vorwärtsrotation zu schlagen. Darum soll es gehen. Und das hier sind unsere Helfer, nämlich die Topspin Pro. Die hat mir die Firma zur Verfügung gestellt und deswegen machen wir hier das Video. Nina weiß von nichts, sie ist nicht eingeweiht, sie kennt keine Übung, völlig ahnungslos, was wir heute machen. Und deswegen ein wunderbares Beispiel, wie ihr in eurem Techniktraining, in eurem Tennistraining die Vorwärtsdrallbewegung, die Technik, die dafür notwendig ist, vermitteln könnt. Also viel Spaß, wir gehen on court, okay? Hast du Bock? Ja. Let's go! Bevor wir unser Video jetzt gleich mit dem Topspin Pro starten, möchte ich mit der Nina einen Ist-Zustand festlegen. Nämlich, wie ist ihre Technik im Moment, was kann sie, wie schlägt sie an den Ball. Vorweg, ich werde jetzt hier in diesem Video nicht behandeln, was es für Vorteile hat, den Ball mit einer Vorwärtsrotation, mit einem Topspin zu schlagen. Topspin haben wir Winkelbälle, wir können bessere Winkel spielen, wir können den Gegner an der Grundlinie halten. All das wisst ihr sehr wahrscheinlich schon. Deswegen sollten wir auch versuchen, die Topspin-Bewegung bei Zeiten in unser Training einzubauen. Ich muss gestehen, ich würde jetzt mit ihr jetzt sehr wahrscheinlich keinen Topspin üben. Sie hat erst 2-3 Mal Tennis gespielt und da liegt der Fokus eigentlich bei etwas ganz anderem. Ich möchte aber trotzdem ihren Stand jetzt einfach mal nutzen, euch zu zeigen, wie ich auch ihr als Anfängerin eben diese Bewegung mit Hilfe des Topspin Pros vermitteln kann. Und deswegen machen wir jetzt eine kleine Ist-Aufnahme. Wir schlagen einfach mal Bälle. Ihr schaut euch an, wie Nina jetzt schlägt und wir werden das nach unserem Training mit dem Topspin Pro dann einfach mal übereinander legen und vergleichen. Natürlich, wenn wir einen Topspin spielen, würden wir in der Regel auch von weiter hinten spielen, weil die Distanzen sich vergrößern. Wenn wir jetzt im kleinen Feld spielen, brauchen wir eigentlich keinen Topspin, ja, weil die Bewegung eigentlich kurz sein muss. Wir wollen ja eine kurze Distanz spielen und da brauchen wir eigentlich keine Topspin-Bewegung. Trotzdem, weil sie jetzt relativ selten gespielt hat, werde ich das Ganze von etwas weiter vorne praktizieren. Also nicht, dass ihr euch wundert. Normalerweise ist die Topspin-Bewegung natürlich eine Sache, die man mindestens aus dem Mittelfeld und dann eben an der Grundlinie durchführt. Okay, wir starten mal mit Nina und gucken mal, was sie schon kann. So, ich denke mal, ist es relativ klar, wie der aktuelle Stand ist. Also, sie hat jetzt kurz gespielt, reicht für das Kleinfeld völlig aus. Und jetzt wollen wir mit ihr eine Stufe weitergehen. Übrigens für alle angehenden Trainer, ich bin gerade übers Netz gegangen, macht man eigentlich nicht. Der Timo würde mir jetzt die Ohren lang ziehen. Aber trotzdem war die kürzere Bewegung. So, jetzt fangen wir an mit unserem Topspin Pro Training und dann zeigen wir euch, wie ich das Ganze angehen würde. Nina ist schon ganz gespannt, was man jetzt wohl mit diesem Tool machen kann. Der Topspin Pro ist eine Trainingshilfe. Und ich habe dazu schon mal einen Test gemacht. Ich verlinke euch hier in der Infokarte, wenn euch das interessiert. Und habe schon gesagt, dass ich für den Trainer dieses Tool extrem ans Herz legen möchte. Warum? Welche Vorteile bietet dieser Topspin Pro? Erstmal, worum es hier geht. Wir haben einen Ball, der in einer Klappvorrichtung eingespannt ist und mit dem man jetzt hier wunderbar die Rotation demonstrieren kann. Wir haben hier 2 Segel, die die Aufwärtsbewegung später einleiten und den Schüler leiten, die Aufwärtsbewegung richtig zu machen. Und der ganz große Vorteil, den ich mit dieser Sache habe, ist, dass ich einen stehenden Ball habe. Das heißt, ich kann ihr jetzt die Technik wunderbar und schön in Ruhe demonstrieren. Jetzt mache ich mal ein Beispiel. Wenn ich dir jetzt, Nina, erklären wollte, worum es geht bei dem Vorwärtsdrall, dann müsste ich jetzt dir
in einer komplizierten Art und Weise zeigen, dass der Ball doch irgendwie sich jetzt hier vorwärts rotiert, wenn ich mit meinem Schläger unter den Ball komme. Und ihr seht, das ist wirklich für Sie jetzt keine schöne Darstellung. Ja? Die ist ein bisschen kalt, ich merke. Ne? Wir haben hier Minustemperaturen in der Halle. Aber mit dem Topspin Pro haben wir einen stehenden Ball und ich kann ihr jetzt genau zeigen, was du machen musst, damit der Ball eine Vorwärtsrotation annimmt. So, und hier, das Gerät gibt jetzt immer das Feedback, ja? Dreht sich der Ball vorwärts, hat sie die Bewegung, mach's nochmal, hat sie die Bewegung richtig gemacht. Ja? Jetzt geh mal, so wie du normalerweise an den Ball gegangen bist, daran, und da seht ihr, der Ball dreht sich nicht. Ja? Das ist für sie das Feedback, dass sie die Bewegung nicht richtig gemacht hat. Ja? Und das ist ebenfalls ein großer Vorteil dieses Gerätes, man hat immer direktes Feedback. Ist die Bewegung richtig, korrekt gewesen für meinen Vorwärtsdrall, den ich spielen möchte. Okay, kommen wir zu Step 3, das machen wir jetzt. Okay, kommen wir zu Schritt 3. Jetzt möchte ich Nina wirklich auch mal schlagen lassen. Das heißt, sie soll jetzt versuchen, den Ball zu treffen mit dieser Topspin-Bewegung, vorwärts, aufwärts. Und hier soll der Ball jetzt entsprechend auch über die Klappvorrichtung mal rausgehen. Jetzt schaue ich mir erstmal an, wie sie das machen würde. Sie hatte erstmal das Gefühl für bekommen und muss dann natürlich korrigieren, wenn ich merke, dass das nicht klappt. Also, du fängst an, auf geht's. So, und jetzt soll der Schlägerkopf fallen und du gehst hier hoch. Guck mal, lockeres Handgelenk. Ja? Nicht zu angespannt. Guck mal, in diesem Schwung. Okay, und du machst weiter. Genau, von unten kommt. Genau. So. Und jetzt kann ich als Trainer hier nochmal eine Hilfestellung geben. Du gehst bitte immer unter meinem Schläger durch und an dem Topspin Pro hoch. Auf geht's. Aha. 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 So, upsa, das war mein Schläger. Aha. So, und das ist jetzt der Gamechanger gewesen. Ja? Sie hat relativ viel gerade gearbeitet. Ich kann jetzt hier als Trainer entspannt meinen Schläger, um die Aufwärtsbewegung, um das Runtergehen noch mehr zu erhöhen. So, und jetzt machen wir den nächsten Step. Jetzt kommen die Beine dazu. Das heißt, wenn du nach unten gehst mit dem Schlägerspitze, hast du hier auch mal einen Winkel. Das heißt, du gehst genau mit. Und wenn du nach oben gehst, drückst du dich wieder nach oben. Okay? Tief und nach oben. Aha. Tief gehen und nach oben. Mach's langsamer. Nicht, ist kein Fließband, ne? Genau. Aber Schwung, wenn du durchgehst. Ne? Also Schwung, wenn du schlägst. Genau. Und Stopp. Langsam. Genau. Und jetzt. Genau. Langsam. Okay. Sehr gut, ja, jetzt haben wir schon mal vieles erreicht, was wir schon in der Bewegung drin haben wollen. Und jetzt versuchen wir auch die Bewegung zu komplettieren. Ihr wisst alle, der letzte Stopp, der in einer Bewegung bei der Vorhand sein darf, ist an dieser Stelle. So, das heißt, wir führen sie jetzt in diese Position und aus dieser Position soll sie jetzt die Schleife nach unten machen und am Gerät wieder hocharbeiten, okay? Das heißt, wenn du später den Ball bekommst, ist deine Ausholbewegung wohin? Hatte ich dir gerade hingelegt? Guck mal, dahin. Du gehst nicht nach unten, sondern du gehst nach da. Um jetzt einen Schwung aufzubauen, um eine lange Beschleunigungsstrecke zu haben unter den Ball. Du triffst dann hier den Ball und schwingst dann nach da sogar aus. Der Ellbogen geht nicht so hoch, genau. Ja, also deine komplette Bewegung ist jetzt hierhin und darüber. Okay, das probierst du jetzt. Also Ausholbewegung ist dahin. Jetzt können wir sogar noch so ein kleines bisschen die linke Hand ein bisschen nach vorne machen, dass du hier bist. Aber auf so Details würde ich jetzt noch nicht mit ihr eingehen.
So, das heißt, mir ist jetzt erstmal wichtig, dass du verstehst, es wird hoch ausgeholt, auf Kopfhöhe oder über Kopfhöhe. Du gehst unten drunter, genau, und jetzt schwingst du aus, ist gut. Der Ellbogen kommt dann darüber und die Schlägerspitze dahin, ja? Kurzes Feedback von dir. Wie fühlt sich's an? Auf jeden Fall professioneller als eben. Ja, ja mit einer kleinen Hilfe hier mit dem Topspin Pro wunderbar gearbeitet. Und jetzt wollen wir das aber natürlich auch noch zusammenbauen. Das heißt, wir geben uns natürlich jetzt damit nicht zufrieden. Ich bin wieder in meinem Natürlich drin. Das ist ein natürliches Problem, was ich habe, dass ich häufig natürlich sage. Das fällt mir dann beim Sprechen auf, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir. So, für die nächste Runde habe ich jetzt einfach mal die Kamera umpositioniert und jetzt wollen wir das, was wir uns hier erworben haben, auch im richtigen Spiel bzw. beim Spielen über das Netz versuchen anzuwenden. Nina bekommt jetzt die Aufgabe, einen Kontrollschlag an dem Topspin Pro zu machen und sie soll dann einen Ball schlagen, den ich hier fallen lasse. Das heißt, sie hat einmal die Übung an dem Topspin Pro, hat das Feedback, ob der Ball sich vorwärts dreht und kann dann nachkontrollieren, ob der Ball sich mit Vorwärtsdrall auch über das Netz bewegt hat. Ja? Also, auf geht's. So, jetzt gehst du schön tief. Okay, das ist relativ häufig, dass das passiert, dass gerade bei Anfängern, dass noch nicht so das Gefühl dafür da ist, wann muss ich denn den Ball überhaupt schlagen. Und da gibt es eine einfache Methode, die nennt sich Hop und Hit. Wenn der Ball tippt, rufen wir Hop und wenn du ihn schlagen möchtest, rufen wir Hit. Okay, der Schläger ist hinten und du versuchst immer Hop, Hit zu machen. Achtung, Hop, Hit. Und jetzt kommen wir nochmal. Hop, Hit. Genau. Und nochmal. Hop und Hit. Sehr gut, das war aber später. Ich denke, ihr wisst, wie ich es meine. Okay, wir machen jetzt weiter. Jetzt achten wir auch auf den Ausschwung. Also dein linker Arm ist nicht gebrochen, haben wir ja gesagt, ne? Sondern der ist schön vorne. Deine Bewegung ist hier. So, jetzt startest du mit einem Kontrollschlag dort und los geht's. Sehr gut, perfekt. Und nochmal. Super. Und wir haben es geschafft, dass sie jetzt schon mit der etwas größeren Bewegung Vorwärtsdrall nach vorne spielen kann. Und wir machen es jetzt noch ein bisschen schwerer. Und dann gucken wir mal, ob wir das auch aus dem Spiel heraus schaffen. Wir kommen zum nächsten Step. Ich bin mal auf die andere Seite gegangen. Und jetzt versuchen wir auf die größere Distanz mit Nina zu spielen. Und ich spiele Bälle an und Nina spielt alles hier an mir vorbei. Du startest wieder am Topspin Pro, machst bitte dort 3 Schläge, 3 Kontrollschläge. Genau, schön hinten stoppen, du machst es wieder wie am Fließband. Stoppen, konzentrieren, auf den Ball gucken, nicht auf den Schläger, genau, auf den Ball gucken. Ganz genau. Und jetzt machen wir das Ganze auf der anderen Seite und lösen das hier auf. Ausholen. Genau, wow, perfekt, das war dein erster Topspin. Sehr gut, perfekt. Ausholen, hoch. Wow. Nina kann Tennis spielen. Ja, wir mussten jetzt den Platz wechseln, weil das Training auf unserem eigenständigen Videoplatz angefangen hat. Und jetzt wollen wir aber trotzdem noch Ninas Abschlussprüfung machen. Nämlich, wir wollen hin und her spielen und gucken uns an, ob diese Vorwärts-Aufwärts-Bewegung schon aus dem Spiel heraus klappt. Ja? Die Trainer gucken jetzt wieder weg. Ich steige übers Netz, damit es schneller geht. So.
hinten oben, genau, ausholen und da ist er, jawohl, ausholen. Wir lassen den Ball rotieren, super. Und noch ein, okay, und noch ein letzter, den spielst du mir weg. Okay, gut. Ja, ich denke mal, schöne, beeindruckende Sache. Innerhalb von 40 Minuten haben wir es hinbekommen, dass sie die Vorwärtsbewegung, diese Vorwärts-Aufwärtsbewegung umsetzen kann. Und darauf kann ich jetzt natürlich aufbauen. Natürlich ist das noch nicht alles rund, das ist klar. Aber wie gesagt, sie hat das zweite, dritte Mal Tennis gespielt und dafür hast du es toll gemacht. Super. Wie hat es sich angefühlt für dich jetzt gegen Ende? Ich nehme mal kurz das Mikrofon hier weg, dann kannst du das vielleicht auch noch mal ins Mikrofon erklären. So, jetzt für Ja, dich. es ist auf jeden Fall viel professioneller. Also ich hatte ein viel besseres Ballgefühl und hat sich gut angefühlt. Ja, genau. Und das haben wir natürlich auch diesem Gerät hier zu verdanken, dem Topspin Pro. Wenn ihr euch diesen Topspin Pro zulegen wollt, dann schaut bitte unten in die Videobeschreibung. Da ist ein Affiliate-Link, da bekomme ich eine kleine Provision. Wäre toll, wenn ihr den nutzen würdet, sofern ihr euch den Topspin Pro mal zulegen wollt. Und ja, alles Weitere dann in unseren nächsten Videos. Ja, oder was werden die jetzt handeln? Weißt du noch nicht? Okay, wir gehen Lass mich erst. überraschen. Ja, wir gehen erstmal essen, ja, und dann bedanke ich mich dafür, dass sie da mitgemacht hat. Ne? Denn sie ist eigentlich keine Tennisspielerin, aber man sieht, auch darin ist noch Talent. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Denkt an das Like und an das Abo. Euer Martin und Nina. bis dahin.